Wie alt sind Sie eigentlich? Zeit ist Geld und Geld ist Macht. Wenn Sie das nicht schnell begreifen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, und was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Steigen Sie bei mir ein. Und ich zeige Ihnen, was man mit Macht wirklich erreichen kann. Nico sagt, du bist in Gregor verliebt. Gregor sagt aber, du bist es nicht. Dann glaub doch einfach, was du willst. Ja, das würde ich auch ganz gerne, aber... Kann es sein, dass du in mich verliebt bist? Was, ich? Wie kommst du denn da drauf? Hör zu, Coco. Wir kennen uns zwar echt noch nicht lange, aber unsere Freundschaft, die bedeutet mir echt viel. Falls du wirklich in mich verliebt sein solltest, dann lass uns drüber reden. Wir finden bestimmt irgendwie einen Weg, wie wir trotzdem miteinander klarkommen. Sag mal, hast du vielleicht so viele schlechte Filme gesehen? Wir finden bestimmt einen Weg. Geht's noch? Was regst du dich jetzt so auf? Weil du mir unterstellst, ich will was von dir. Das ist völliger Blödsinn, total hirnrissig. Aber ich dachte einfach, dass... Was dachtest du? Dass alle Mädels gleich in Ohnmacht fahren, wenn sie dich sehen? Mann, wie kann man nur so von sich eingenommen sein? Sie sollten Ansgar gleich von dem Zeitungsartikel erzählen, bevor er es von jemand anderem erfährt. Ich weiß. Hoffentlich glaubt er mir, dass ich nicht einfach nur betrunken war. Sie wollen beide heiraten. Da wird er Ihnen ja wohl kaum unterstellen, dass Sie sich Tanjas Intrige aus den Fingern saugen, bloß um besser dazustehen. Nein, natürlich nicht. Ich hab dich so... Wir haben euch viel früher erwartet. Da hatte der Flieger aus Jakarta so viel Verspätung. Nein, wir waren sogar schon fast auf Königsbrunn. Da fiel Ansgar plötzlich ein, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, um bei Monsignore Koch vorzusprechen. Und was hat der Monsignore so gesagt? Also er hat sich entschlossen, uns nun doch zu trauen. Das hast du dir so gewünscht. Tja, er verurteilt zwar nach wie vor den etwas schlagzeilenträchtigen Lebenswandel unserer Familie. Aber er hatte dann doch ein Einsehen. Ja. Immerhin hat er bisher fast alle Trauungen und auch alle Taufen in unserer Familie vorgenommen. Ja, ich vermute ohnehin, dass er uns nur persönlich seinen See geben will, damit wir nicht noch weiter vom rechten Weg abkommen. Komm, du musst mir alles erzählen. Ja, wir beide sind übrigens später noch mit dem Monsignore verabredet, um alles Weitere zu besprechen. Ich muss danach noch mit ihm und Tanja über die Taufe von Hannes reden. Die steht nämlich auch nächste Woche an. Keine Sorge, ich werde das wirklich knapp halten. Vor dem Monsignore muss ich ja auch Tanja ein bisschen zusammenreißen. Ja, jetzt lass uns nicht über Tanja reden. Was hast du denn die letzten Tage gemacht? Ach ja, gut, danke. Spontaneität will gut überlegt sein, nicht? Sie wollen eine Antwort? Hier ist sie. Lieber arbeite ich für 3 Euro die Stunde in einer Frittenbude als für Sie. Das ist allerdings eine echte Alternative. Alles ist eine bessere Alternative. Sie pfeifen auf alles, was für mich Bedeutung hat. Also wenn Sie jetzt noch Liebe, Freunde und Familie sagen, dann breche ich aber zusammen vor Lachen. Sie haben keine Ahnung. Sie sind doch aus dem Schloss ausgezogen. Sie haben Ihren besten Freund verpfiffen. Muss ich noch irgendwas wissen? Das war ein Versehen. Und wenn Sie sich nicht eingemischt hätten, dann wäre ich schon längst wieder mit Paul versöhnt. Sie haben Talent. Sich alles so zu drehen, wie Sie es gerne hätten, ist schon mal ein erster Schritt. Sie manipulieren, wo Sie können. Sie behandeln andere Leute wie Dreck. Glauben Sie im Ernst, ich will so werden wie Sie? Hübscher Monolog. Für die nächste Schulaufführung? Und jetzt bitte, Sie verschwenden gerade meine Zeit. Alleine wie Sie eben mit dem Geschäftsmann umgesprungen sind. Das fanden Sie wie? Ganz böse, ganz dolle böse, was? In Ihnen habe ich was gesehen, was Besonderes. Intelligenz, Mut, Abenteuerlust. Gepaart mit einem Hauch von Arroganz. Ich habe mich getäuscht. Sie sind eben doch nur ein kleiner Hosenscheißer, der nach der Pfeife seines großen Bruders tanzt. Machen Sie die Tür zu, wenn Sie gehen. Hat der Kleine keinen Lolli bekommen? Tag.
Hi. Wie war's? Wie war was? Mit Coco. Du wolltest doch mit ihr sprechen. Du hast gesagt, ich soll mit ihr sprechen. Und? Hast du? Sag mir, wenn du soweit bist, ich gehe inzwischen duschen. Ich habe geglaubt, Coco wäre in mich verliebt und ich habe sie darauf angesprochen. Wie hat sie reagiert? Dass sie mir keine gescheuert hat, das war alles. Sie hat alles abgestritten? Und wie? Enttäuscht. Spinnst du? Coco ist eine gute Freundin, mehr nicht. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum sie Nico und mir vormacht, dass sie was von dir will. Ja, guck mich nicht so an. Ich kann dir da auch nicht weiterhelfen. Na, ist ja auch egal. Ich bin mit Nico zusammen und Coco will nichts von mir. Ist doch alles bestens, oder? Ihr habt die Textilfirma gekauft? Ja, die Verträge müssen nur noch geprüft werden. Herzlichen Glückwunsch. Wenn es so weitergeht, ist die Holding bald wieder ganz oben. Aber jetzt erzähl doch mal, wie ist denn der Deal mit Senor Sanchez gelaufen? Naja, Ich könnte wetten, dass Tanja versucht hat, ihn zu umgarnen. Ich hätte zu gern ihr dummes Gesicht gesehen, als sie gemerkt hat, dass es sich um einen Priester handelt. Was denn? Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass sie uns trotzdem übervorteilt hat? das war gar nicht notwendig. Senor Sanchez ist von ganz allein abgesprungen. Weil er das hier gesehen hat. Ich habe mit Leonard gesprochen und er hat mir bestätigt, dass mir wahrscheinlich jemand was in den Drink gemischt hat. Liquid Ecstasy oder sowas. Leider baut sich die Droge so schnell ab, dass man sie nicht mehr nachweisen kann. Aber, Ansgar, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist kompletter Filmriss. Ich vermute mal, dass Tanja dahinter steckt, aber ich kann es eben nicht beweisen. Du glaubst mir doch, oder? Ansgar? Oh, Entschuldigung, ich dachte, hier sei niemand. Schon in Ordnung. Haben Sie mit Ansgar gesprochen? Er war bestimmt nicht erfreut, dass das Geschäft mit Sanchez geplatzt ist, oder? Ich habe ihm den Zeitungsartikel gezeigt und versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Vorbei. Im Grunde weiß ich das ja selbst nicht mal. Und wie hat er darauf reagiert? Ich habe so gehofft, dass er mir glaubt, auch ohne stichhaltige Beweise. Aber er hat fast so getan, als hätte ich es darauf angelegt, mich von diesem Typen begrapschen zu lassen. Ansgar ist mein Verlobter und wir wollen übermorgen heiraten. Dieser Bericht war aber auch so reißerisch und dann diese Fotos. Aber Ansgar liebt sie. Und wenn er in Ruhe über alles nachdenkt, dann wird er Ihnen bestimmt glauben. Und wenn nicht? Was ist, wenn er mich nicht mehr heiraten will? Ja, dann hätte Tanja von Anstetten erreicht, was sie wollte. Warst du dabei? Prima. Du warst also dabei, als Natalie sich völlig lächerlich gemacht hat und hast nichts unternommen? Ich habe an dem Abend eine Frau kennengelernt. Ein ziemlichen Schuss, wenn du mich fragst. Wir sind dann noch weitergezogen und alles andere weiß ich auch nur aus der Zeitung. Na, dann kann Natalie sich ja wirklich glücklich schätzen, Freunde wie dich zu haben. Diese Frau hat mich abgelenkt. Wahrscheinlich war sie auch auf mich angesetzt. Ja, du lachst. Da hat jemand gezielt versucht, Natalie reinzulegen. Liquid Ecstasy, gezielte Ablenkungsmanöver. Sag mal, hast du diese Version mit Natalie abgesprochen? Soll das heißen, du glaubst ihr das nicht? Und selbst wenn es so gewesen wäre, dann hätte sie eben besser aufpassen müssen. Wie stehe ich denn jetzt da? Das so kurz vor der Hochzeit. Wie du dastehst. Wie soll Natalie sich denn jetzt fühlen? Hm? Du bist so ein Arschloch, Ansgar. Als du unschuldig im Knast gesessen hast, da war Natalie für dich da. Sie hat dir vertraut und zu dir gestanden. Denk mal drüber nach. Sie hat so viel für dich getan. Konstantin, schön dich zu sehen. Hast du einen Moment Zeit für mich? Eigentlich wollten wir gerade los. Wären Sie so nett und würden Konstantin und mich einen Moment allein lassen? Warum sollte sie? Du bleibst. Bitte. Okay, aber beeil dich.
Also gut. Worum geht's? Wann reden wir endlich wieder wie zwei normale Menschen miteinander? Ich weiß, dass du meine Beziehung zu Elisabeth nicht akzeptieren kannst. Dennoch wollte ich noch einmal klarstellen, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Und wegen dieser Erkenntnis lässt du Olivia jetzt warten? Nein, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du zu Ansgars Hochzeit kommst. Ich weiß, dass er dich eingeladen hat, aber bis jetzt hat er noch keine Zusage von dir. Das liegt daran, dass ich mich noch nicht entscheiden konnte. Aber jetzt, wo ich dich so sehe, du kannst mir ausrichten, dass ich auf gar keinen Fall kommen werde. Ich hab gesagt, es macht 13,80. Coco! Was? Ich krieg gleich einen Trommelfellriss. Gott, bist du empfindlich. Hier, besser. Sind die Wildecker Herzbuben in die Charts eingestiegen oder warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es was mit Christian zu tun hat? Der Vollidiot, der kann mich mal. Du hättest ihn vorhin mal hören sollen. Echt unglaublich. Was hat er denn gesagt? Der hat mich tatsächlich gefragt, ob ich verliebt in ihn bin. Ist das zu glauben? Wie kann man so eingebildet sein? Aber du bist doch in ihn verliebt. Na und? Woher will er denn das wissen? Vielleicht hat er irgendwas rausgefunden. Sehe ich vielleicht so aus, als wäre ich verliebt? Naja, gerade nicht, aber im Prinzip doch schon, oder? Was? Also ich glaube, mit Gregor meint sie es ziemlich ernst. Du hast schon lange nicht mehr so rumgeeiert. Wenn du noch ein einziges Mal so einen dämlichen Verkupplungsversuch startest, dann zeig ich dir mal, wie ernst ich wirklich werden kann. Entschuldigung, ich wollte dir nur helfen. Oh, die heilige Nicoletta von Düsseldorf. So ein Blödsinn. Du wolltest mich doch nur an Gregor verhökern, damit du keine Angst mehr um Christian haben musst. Ich wollte mich ebenfalls bei Ihnen bedanken, dass Sie uns persönlich trauen wollen, Monsignore. Das haben Sie den Überredungskünsten des künftigen Bräutigams zu verdanken. Wann kommt er überhaupt? Ist er noch nicht hier? Ja, das fragen Sie mich. Bekommt der junge Graf etwa kalte Füße? Er hat sich bestimmt nur etwas verspätet. Sie entschuldigen mich kurz. Ich habe noch ein dringendes Telefonat zu führen. Natürlich. Einen wunderschönen guten Abend. Was wollen Sie denn hier? Das ist eine Kirche und da haben Sie wohl am wenigsten verloren. Eine Kirche tatsächlich. Ich habe mich eben schon gewundert, warum die Schaufenster draußen so klein sind. Verschwinden Sie einfach. Ich bin mit Ansgar verabredet. Wir wollen die Taufe unseres Sohnes besprechen. Er müsste jede Minute hier sein. Schwingt da Unsicherheit mit? Das klingt ja fast so, als stünde die Hochzeit des Jahres kurz vorm Platzen. Alles wegen dieser skandalösen Fotos? Sparen Sie sich das. Sie haben doch den Typen auf mich angesetzt und danach die Presse informiert. Ich wollte den Vater meines Kindes nur vor einer großen Dummheit bewahren. Naja, jetzt weiß er, wozu Sie fähig sind. Sie sind krank. Nein, eigentlich geht's mir ganz gut. Aber ein Tipp für Ihre Gesundheit. Keine Macht den Drogen. Ich hatte gehofft, du könntest deine Vorbehalte mir gegenüber eine Weile hinten anstellen. Zumindest Ansgar zuliebe. Dafür ist zu viel passiert. Ich weiß, aber wie gesagt, es geht hier nicht um mich, sondern um deinen Bruder. Ich weiß doch, wie sehr er an dir hängt. Ich weiß aber auch, wie enttäuscht er wäre, wenn du dich von den Hochzeitsfeierlichkeiten fernhalten würdest. Ansgar hat sich im Übrigen nicht von dir abgewendet, als du von unserer Familie nichts mehr wissen wolltest. Ich weiß. Also gut. Na also, was hätte das auch für einen Eindruck gemacht, wenn du einem so wichtigen Ereignis nicht teilgenommen hättest? Jetzt verstehe ich. Was verstehst du? Nach all den Skandalen willst du der Öffentlichkeit mal wieder heile Welt vorspielen. Der verlorene Sohn kehrt in den Schoß der Familie zurück. So war das nicht gemeint, Konstantin. Natürlich war es das und fast wäre ich darauf reingefallen.
Vergiss es. Warum wollen Sie die Hochzeit verhindern? Aus reiner Eifersucht? Sie glauben doch nicht im Ernst, ich will Ansgar zurückhaben. Grundgütiger nein, dann doch lieber die Bollenpest. Was ist es dann? Haben Sie Angst, ich könnte Ihnen Ihren Sohn wegnehmen? Ach, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie wollen Sie denn das anstellen? Ich muss da gar nichts tun. Hannes wird Sie irgendwann von ganz alleine durchschauen und dann wird er Sie verachten. Ach, und da soll er sich lieber an Sie halten, sozusagen als Ersatzmami? Das können Sie sich abschminken, weil Ansgar Sie nicht heiraten wird. Ach ja? Bei Ihrem Ruf? Sie glauben doch nicht, dass er eine stadtbekannte Hure zur Frau nimmt. Hey, solltest du nicht unten sein? Ich habe die Extended Version laufen. Pass mal lieber auf, dass Nico das nicht sieht. Hey, zu behaupten, ich wäre in Gregor verknallt, das war der totale Griff ins Klo. Ich dachte, ich wäre aus dem Kindergartenalter raus. Wie kann man nur so bescheuert sein? Hey, wenn man unglücklich verliebt ist, dann macht man manchmal die merkwürdigsten Sachen. Das kannst du mir ruhig glauben, ich spreche da aus Erfahrung. Geht's dir denn wieder besser? Ja, weil ich Leonard aus dem Weg gehe und mir fest vorgenommen habe, ihn zu vergessen. Genau das werde ich jetzt auch tun. Wie? Einfach so? Tschüss, Christian. Genau. Ciao, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. So bitte. Das müsste reichen. Dankeschön. Monsignore Koch, ich muss mich für mein Verhalten wirklich entschuldigen. Offen gestanden bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich der Richtige bin, diese Trauung zu vollziehen. Monsignore Koch, Sie haben keine Ahnung, wie viel den beiden daran liegt, von Ihnen in den heiligen Stand der Ehe geführt zu werden. Sie entschuldigen, Frau Kepler, trotz dieser Ohrfeige? Naja, wenn mir sowas passiert wäre, diese schmutzigen Bilder in der Presse, meine Nerven würden auch blank liegen. Was denn für Bilder? Das ist doch völlig unwichtig. Das entscheide ich immer noch selbst. Sie müssen mir glauben, es ist eine üble Schmutzkampagne gegen meine Familie, angezettelt aus Neid und Missgunst. Ich habe die Zeitung im Auto liegen, falls Sie mal einen Blick reinwerfen wollen. Es ist nicht gerade standesgemäß, was Frau Kepler da gemacht hat. Es ist doch völlig egal, was über Natalie geschrieben wird. Ich weiß, was für ein Mensch sie wirklich ist und ich liebe sie. Ja, es stimmt. Ich habe dich immer geliebt. Schon als wir noch ganz kleine Kinder waren. Du bist einfach das Beste, was mir je passiert ist. Natalie, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Obwohl du immer zu mir gehalten hast. Aber ich schwöre dir, von jetzt an kannst du auf mich zählen. Monsignore Koch, ich werde diese Frau heiraten, mit oder ohne ihrem Segen. So viel Aufregung möchte ich keinem meiner Kollegen zumuten. Danke. Kann nicht mal einer den Presslufthammer ausstellen? Trink deinen Kaffee, dann geht's dir besser. Waren wir zusammen in der Kiste? Mein Chef. Dann sei bitte heute nicht mehr witzig, okay? Geh uns mal ein paar Kopfschmerztabletten holen und lass dir Zeit. Na, hat Johannes gepetzt? Der Junge ist so furchtbar störrisch. Ja, du sagst es und ich kann nicht verhehlen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, dass du nicht zu meiner Hochzeit kommen willst. Ja, mir ist eben nicht noch Perfect Harmony. Vor allen Dingen, wenn sie derart verlogen ist. Was heißt denn hier verlogen? Sich einmal zusammenzunehmen hat doch wohl nichts mit Verlogenheit zu tun. Abgesehen davon wäre das der ideale Zeitpunkt für eine Versöhnung gewesen. Findest du nicht? Finde ich nicht. Du fühlst dich also gar nicht mehr als Teil dieser Familie. Tja, das ist aber schade. Dann wird deine Kreditkarte wohl gesperrt bleiben müssen. Ach, weißt du, und wenn schon ein Schnitt, dann doch ein richtiger. Du wirst dich ab jetzt gar nicht mehr auf unsere Kosten amüsieren. Damit kann ich leben. Ach ja? Dann bin ich aber gespannt, wo. Wenn du morgen nicht bei meiner Hochzeit auftauchst, kannst du dir eine neue Bleibe suchen. Viel Spaß dabei. Tut mir leid, was ich dir gestern an den Kopf geworfen habe. War nicht so gemeint.
Keine Sorge, die Message ist angekommen. Ich werde nie wieder versuchen, dich mit Gregor zu verkuppeln. Wenn du den Mann, den du liebst, nicht haben willst, dein Pech. Ich bin nicht in Gregor verliebt. Das habe ich dir nur gesagt, damit du mir nicht mehr unterstellst, dass ich mich an Christian ranschmeißen will. Jetzt mache ich mir Sorgen. Frühstücksservice. Oh, hey Coco. Bist du mit? Ich habe noch dabei. Danke, aber ich muss mit Pepper raus. Okay. Pepper, komm. Kaffee? Ja. Croissant. Hast du eigentlich schon gehört, dass sie gar nicht in Gregor verliebt ist? Coco? Mhm. Ja, hat sie erzählt. Und hat sie auch gesagt, warum sie dann so eine Show abgezogen hat? Nee, hat sie nicht. Hast du eine Ahnung? Nein, du? Nö, ich auch nicht. Ich glaube, die sind alle leer. Aber wenn du Nachschub brauchst... Mann! Was ist denn mit dir los? Ansgar dich enterbt oder was? Nee, oder? Ansgar ist ein mieser Erpresser. Er will mir den Geldhahn zudrehen und mich rauswerfen. Nur weil ich keinen Bock habe, auf seine blöde Hochzeit zu gehen. Wieso gehst du nicht einfach hin? Wenn du mich mitnimmst, können wir sogar noch zusammen ablästern. Wird doch lustig. Mal raffst du es nicht? Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Toll. Und wo sollen wir leben? Und wovon? Wo du unterkommst, ist mir total egal. Aber ich muss mir erstmal was überlegen, wie ich Ansgar davon überzeuge, dass ich nicht von ihm abhängig bin. Und wie willst du das anstellen? Ich habe noch einmal nachgedacht und denke inzwischen, dass ich das Angebot doch annehmen werde. Natürlich nur, wenn es überhaupt noch gilt. Geben Sie mir einen Job in Ihrer Firma und ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht enttäuschen. Woher kommt denn dieser plötzliche Sinneswandel? Das hat Sie nicht zu interessieren. Also, was ist? Wollen Sie es mit mir versuchen oder nicht? Dann ist zwischen Ihnen beiden also alles geklärt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese Hochzeit freue. Und vor allem, wie erleichtert ich bin, dass Ansgar doch zu mir gestanden hat. Genau wie mein zukünftiger Schwiegervater. Entschuldigt bitte die Verspätung, aber ich musste mich noch mit Konstantin treffen und ihm ein bisschen den Kopf zurechtrücken. Aha, und das heißt? Das heißt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ihn morgen zu meiner Hochzeit begrüßen kann. So. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Danke. Auf dich, liebe Tanja. Auf dich und deinen Erfolg über die Lahnsteins. Auf den schönsten Tag des Lebens. Ich finde, das haben wir uns auch wirklich verdient. Wir hatten auf dem Weg zum Altar ja doch einige Schwierigkeiten zu überwinden. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir werden heiraten und mit Hannes eine richtige Familie gründen. Und das lasse ich mir auch von niemandem mehr nehmen. Guten Tag, ich möchte gerne einen Flug buchen. Frankfurt, Uruguay. Ein Erwachsener und ein Kleinkind. Nein, One Way. Mein Sohn und ich haben nicht vor, jemals wiederzukommen.